Endlich wieder Kirmes. So könnte es ab Ende nächster Woche auf der Dippemess in Frankfurt aussehen. Spaß und Freude. Überall? Nicht ganz, denn den Schaustellern drücken die gestiegenen Kosten bei Strom, Benzin und Lebensmittel auf die Stimmung. Eigentlich müssten sie die Preise anheben, sagt Thomas Royer vom Schaustellerverband. In der Kalkulation müssten wir gerade bei den Energiekosten um 30% anheben. Aber für eine Karussellfahrt dann 6 und 7 Euro ausgeben, kann sich keiner mehr leisten. Und wir sind als familienfreundliches Volksfest regional sehr darauf angewiesen, dass die Familien zu uns kommen können. Also keine 1:1 Weitergabe der Mehrkosten. Aber ganz auszuschließen sind leichte Preiserhöhungen nicht, zumindest bei den Fressbuden. Es geht ja um die Warenbeschaffung. Der Wurstlieferant hat schon mal eine Teuerung angesetzt. So zieht sich komplett durch die ganze Bandbreite des Verkaufs. Die Mandeltransporte von den verschiedenen Ländern werden teurer. Wie wir jetzt anheben, versuchen wir gerade rauszufinden. Möglichst gering. Vielleicht kostet die Tüte Mandel 50 Cent mehr oder auch die Bratwurst. Ortswechsel. Das Kasseler Frühlingsfest läuft bereits. Aber auch hier blicken die Schausteller mit Sorge auf die gestiegenen Kosten. Wir wollen ja immer das Volksfest für jeden bezahlbar halten. Das ist immer unser oberste Ziel, dass die Masse kommt und das Volk sich wohlfühlt und sich jeder wirklich hier Spaß haben kann. Aber jetzt mit Blick auf die Zukunft wird natürlich uns auch bange, ob wir nicht dann erhöhen müssen, aber halt immer mit Zähneknirschen. Ne? Was aber, wenn die Preise steigen? Käme das Volk dann immer noch aufs Volksfest? Sagen wir so, die müssen ja auch immer Strom bezahlen, allem drum und dran. Also klar, warum nicht? Also ich bin dabei. Wir würden trotzdem kommen, vielleicht nicht dreimal in der Zeit, aber dann vielleicht zweimal. Aber kommen würden wir trotzdem alleine schon, damit die Kinder Spaß haben. Selbstverständlich. Es geht ja um gegenseitige Unterstützung. Genau. Teurere Transporte, gestiegene Preise bei den Zutaten für die Imbissstände. Der Spielraum für die Budenbesitzer wird kleiner. Man muss schon ein bisschen aufpassen und schauen, dass man seine Ware alles rechtzeitig bestellt und auch bezugsfertig da hat. Die Preise steigen ständig und permanent und haben wir aber keinen Einfluss dran. Wir können jetzt nicht sofort agieren und alles teurer machen. Zurück in Frankfurt. Bratwurst, Mandel und Co. könnten auf der Dippemess möglicherweise leicht anziehen. Die Fahrgeschäfte allerdings sollen unverändert bleiben. Bei den Fahrgeschäften ist ja die Kalkulation über eine längere Zeit angesetzt. Bei dem Verzehr ist ja direkter Wareneinkauf und Verkauf, also in der Kalkulationskette, sehr kurz angesetzt. Und somit erklärt sich, dass das Karussell sich noch eine Zeit lang leisten kann, die Preise stabil zu halten. Damit die Preise stabil bleiben können, brauchen die Schausteller natürlich Besucher. Aber die Kommunen müssen die Grundlage schaffen. Meine Hoffnung besteht darin, dass die Kommunen jetzt schnell planen, ihre Bestandsvolksfeste wieder aufleben lassen, fest in den Terminkalender aufnehmen und jetzt auch intensiv daran arbeiten, damit wir Planungssicherheit haben, unsere Verträge endlich auf dem Tisch haben, die jetzt 2 Jahre ausgeblieben sind, weil wir natürlich auch eine gesellschaftliche Verpflichtung haben. Wir müssen die Bürger aus dem Alltag holen, Lebensfreude bereiten. Denn eines ist klar. Ein Volksfest sollte kein Luxusvergnügen werden, sondern ein Spaß für das ganze Volk.